Bahn ist gerade down. Die Bahn ist gerade down. Weiß ich nicht. Ich höre gerade aus der Regie. Full Count, Six Flags Qiddiya City. Das ist halt die ganze Zeit immer wieder kaputt. Das heißt, wir rennen schon 7 Stunden wie gestört hier rum. Bisschen shoppen gehört zu Falcons Flight auf jeden Fall auch dazu. Der ist so deep, den versteht keiner. Ja, wir hatten 2 Rollbacks auf Falcons Flight. Ja. Six Flags Qiddiya City in Saudi-Arabien. Mahlzeit, herzlich willkommen beim Red Reel Videomagazin in einem neuen Video unsererseits. Wir sind in Saudi-Arabien, Six Flags Qiddiya City, der Freizeitpark, der am 31.12.2025 eröffnet hat. Wir sind jetzt hier am 8. Januar und es gibt hier die längste, schnellste und höchste Achterbahn der Welt. Deswegen sind wir hier. Wie das funktioniert, erzählen wir euch ein bisschen jetzt gleich ganz kurz abgeholt. Ihr müsst vorher euch, glaube ich, ein Ticket kaufen, weil wir wurden gerade bei der Einfahrt, wir sind mit dem Auto hier, kontrolliert, ob wir ein Ticket haben, sonst wollten sie uns nicht reinlassen. Ich habe noch nie so viele Mitarbeiter gesehen, bis man endlich den Parkplatz erreicht. Sehr geil, man muss rückwärts einparken, das finde ich gut. Ja, wir haben jetzt geparkt, wir sortieren uns kurz und dann gehen wir zum Park. 100 € pro Nase umgerechnet hat das Ganze jetzt gekostet und wir starten heute, es geht um 16 Uhr erst los, der Park macht um 16 Uhr auf, hat dann bis Mitternacht geöffnet. So, wir sitzen jetzt erstmal in einem Shuttlebus, der vom Parkplatz einen zum Park wohl bringt. Wir sollen mal Gas geben. In 8 Minuten macht der Park auf. Aber ich glaube, mit Pünktlichkeit und Eile brauchen wir hier gar nicht erst anfangen. Super viele Mitarbeiter auch hier, die aber alle super lieb und nett sind und einen begrüßen. Jetzt erstmal eine Fahrt mit dem Bus vor uns. Also wir haben schon Achterbahnen gesehen und hier sind noch viele Kräne, Krane. Jo, der Park ist schon eine halbe Stunde geöffnet, wir sind die halbe Stunde auch schon hier drin. Falcons Flight lässt noch auf sich bitten, wir stehen aber auf jeden Fall an, sind da irgendwie 10. oder so. Und ja, wir sind dafür da, das wollen wir mitnehmen, das wollen wir auch direkt mal im Hellen fahren. Hoffentlich kriegen sie es jetzt gleich hin. Seitdem wir angekommen sind, laufen schon Testruns. Vekoma Suspended Family Coaster saßen schon Leute drin, Testruns liefen schon beim Maura Rides Coaster. GCI habe ich noch nicht gehört, wir gucken uns das alles gleich mal Step by Step an. Ja. Erstmal das Wichtige. Ja, der war noch auf Nacht eingestellt. Yeah. Can I keep it? Yeah. Are you sure? Yeah. But I can wear it like this, right? Du kannst es tragen. Oh, oh, weia. Oh, that's it.
Crazy. Alter. Jetzt hab ich Durst. Holy cow. Ach, die andere Seite. Ja, ja. Nee. So Leute, wir sind das erste Mal gerade Falcons Flight gefahren. Erster Zug des Tages, letzte Reihe, also allerletzte Reihe. Vor uns noch ein paar Britsche Infuses und Alter, alles schon sehr schnell und sehr crazy. Uschi ist ein bisschen unterwältigt. Ich habe nicht viel erwartet, deswegen passt das alles bei mir. Das Prozedere hat, bis wir aufgemacht haben, bis wir rein sind, bis wir gefahren sind und bis wir jetzt wieder reingegangen sind es schon fast 50 Minuten von Hunger runter gewesen. Jetzt stehen wir nochmal an, draußen waren 30 Minuten angeschlagen. Fastpässe werden halt die ganze Zeit durchgeschleust wie nichts. Also wirklich übertrieben, wir sind bei Six Flags. Fastpässe für heute waren noch ausverkauft. Auch spannend. Ich weiß nur nicht, was sie für ein Kontingent haben. Und es gibt dann noch mal einen kleinen Locker, wo du eine kleine Tasche reinpackst oder ein Handy reinpackst vor der Fahrt. Und für die Damen oder für alle wahrscheinlich mit langen Haaren gibt es dann noch mal eine Six Flags Sturmhaube. Weil du bist da schon ein bisschen unterwegs. Es war ohne Spaß. Bei mir war bei der Fahrt. Das war schon ein bisschen lustig. Das erstmal dazu und wir fahren jetzt noch mal, wir wollen versuchen, dass wir jetzt die Front Row kriegen, weil das müssen wir ja auch mal, also das will ich sehen. 3 Züge noch, dann hätten wir die Front Row gehabt und die Bahn ist gerade down. Auf der Schlussbremse steht ein Zug mit Leuten drin, die sind gerade mit Geburtszeug erst da hochgegangen. Wir haben eine Viertelstunde oder so drin gewartet gerade. Dann fahren wir jetzt Vekoma Suspended Family Coaster. Ja, schade, aber wäre jetzt gleich auch nicht mehr witzig, also schön gewesen, weil die Sonne gerade untergeht und ich wollte eigentlich noch ein cooles On-Ride machen. Und jetzt gehen wir halt nach Adrenalin. Adrenalin. Boah, ist das nass! Coole Bahn. So, das war ja mal cool, das hat Spaß gemacht. Super kompakter Suspended Family Coaster von Vekoma, der aber cool ist, macht Spaß. Gerade noch gesehen auf dem Lift, also erstmal, wir hatten einen Zug alleine für uns zwei, dass die hier gerade von der Schlussbremse die Leute rausgeholt haben. Das ist auf jeden Fall etwas langwieriger. Das ist sehr schade, weil das wäre vom Licht jetzt gerade mit unserem Front Row Onride richtig geil gewesen. Ja, das kommen immer noch Leute runter. Da muss auch jeder einzeln begleitet werden und unten werden die alle gesammelt. Ist ja auch richtig so. Aber das ist jetzt kein Grund, noch in der Station weiter zu warten, sondern fahren wir lieber ein bisschen Achterbahn hier, weil wir sie gerade schon gefahren sind, ne? Also es macht es auf jeden Fall nicht einfach, dass es so früh dunkel wird, der Park so früh zumacht.
warte, so spät aufmachen, dass so früh dunkel wird, so rum. Um Aufnahmen zu machen, vor allem wenn dann Falcons Flight nicht fährt. Jetzt nicht nur On-Ride, sondern auch Off-Ride-Geschichten. Die ganzen anderen Achterbahnen habe ich noch nicht fahren sehen, aber da standen wir noch nicht in dem cool. Intermin Pagode da oben. Der Kettenflieger sieht richtig cool aus. Colossus ist der GCI Hybrid Coaster. Dann gehen wir da mal hin, würde ich sagen, und fahren die Kiste mal. Bin ich mal gespannt. Super viele Achterbahnen, also weißt, es geht nur um Falcons Flight hier und die haben, glaube ich, ziemlich spannende Achterbahnen, über die keiner redet. Weiß ich aber nicht, weil ich das nicht verfolge, weil ich mich nicht spoilern lassen will. Und man muss ja alles in die Locker packen, aber die kosten nichts aktuell. Das ist ja wie im Horrorfilm. Boah. Alter, das könnte ruhig ein bisschen weicher sein hier. Die Bahn will doch nichts mit einem zu tun haben, ne? Wow, das ist ja schön. Ist doch nicht fertig, oder was ist das? Jo Leute, wir sind Colossus gefahren. GCI Hybrid, also Holz, Schiene, Stahl, Gebälk drunter. Ich glaube, also es ist nicht der Millennium Flyer Zug, ich glaube, die nennen den Infinity Flyer. Das sind die Züge, die auf dem Titan Track auch eingesetzt werden. Finde ich ein bisschen sehr eng und unbequem und sind nicht so weich wie die Millennium Flyer. So fährt sich die Bahn dann am Ende auch. Der Operator, der ziemlich cool war, der hat das gut beschrieben. Es ist wie, wenn du in einem Milchshake-Mixer fahren würdest. So, das trifft es ganz gut. So sieht das Layout auch aus. Hat echt Spaß gemacht. Komische Weg nach oben in der Warteschlange und ja, Queue und so alles gestaltet. Schlussbremse nicht. Aber wir hatten jetzt so das erste saudi-arabische Erlebnis. Und zwar haben wir extra eine Runde gewartet für die Front Row. Und dann waren da so 3 Hühner, die meinten, mit ihrem Fastpass zu kommen und damit auch uns, obwohl wir extra gewartet haben, nochmal zu überspringen und uns wegzuschicken von der Front Row. Ich sage, Alter, wir haben gerade extra dafür gewartet. Ist ja schön, dass du einen Fastpass hast. Und dann meinst du, ja, ich habe dafür bezahlt und zeigt mir ihr Stand. Und dann habe ich ihr gesagt, dass mir das egal ist, dass sie für irgendwas bezahlt und Geld nicht alles regelt. Tut's doch. Ja, aber ja, eigentlich nicht, weil sie ist dann zu der Einteilerin gegangen, die uns ja hat warten lassen für die Front Row und hat dann behauptet, ich hätte die weggeschubst. Alter, so, wir haben uns natürlich vorher keinen Plan gemacht, deswegen müssen wir mal gucken, wo wir jetzt lang gehen zur nächsten Achterbahn. So ein Semi-Dark Ride, der ist gerade close. Skywatch ist ein Vekoma Junior Coaster. Wir kommen gerade dran vorbei. Ich glaube, da gehen wir mal eben rein. Let's run.
Was ein Airtime-Monster, was ist denn da los? Bisschen viel gebankt für die Geschwindigkeit. Cool. Das finde ich doch schön. Shut your safety restraint and remember to collect your loose belongings as you exit your cockpit. ارفع نفسك المقعد للأمام ولا تنسى تاخذ أغراضك الشخصية. مع السلامة. See you next time. Very nice. Ja. Was? Er hat gesagt, wir sollen auch Backseat fahren. Ja. Spitfire haben wir uns direkt mal 2 Runden gegönnt. Intermin LSM Coaster mit Inside Top Hat und Pendel Lounge über den Airtime-Hügel und dem riesigen Spike. Ja, Walk On die ganze Zeit. Beide Male Zug für uns. Front Row fand ich trotzdem cooler, auch wenn es die Last Row empfohlen wurde von den Mitarbeitern. Aber krass, also ich habe gerade schon gesagt, eigentlich besser als Falcons Flight. Und also vom Achterbahnfahren her war es auf jeden Fall cooler. Falcons Flight geht einfach nur an alle Grenzen. Das ist eine ausgewogene Achterbahn, die richtig Spaß macht. Jetzt gehen wir mal weiter. Der Park ist ja am Leuchten auf dem Boden, also meine Schuhe auch. Ja. Wir sind ja hier so zwischen so Felsenbergen und da ist alles geil beleuchtet. Da oben drauf sind auch noch Strahler. Das ist schon crazy. Was ist denn hier für ein Splash Battle ist das? Das sieht ja aber sehr psychedelisch aus. Ich gehe mit euch mal dahin. Jo, das ist ein Splash Battle. Auf dem Boot bewegen sich die Blumen auch. Oder sind die so wabbelig angebracht, dass sie... Ja, cool. Oh, da kippt eine Achterbahnschiene. So, dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Theoretisch müsste jetzt irgendwann mal hier der Eingang zum Junior Coaster kommen. Übrigens, das, was wir eben gesagt haben, war natürlich Quatsch. Ich habe auch gesagt, ich habe noch nie was von so einer Achterbahn gehört. Und es war auch die Pagode, aber Uschi meinte, das wäre die Achterbahn, weil dasselbe Piktogramm da drauf ist. Und wir ziehen jetzt in diesen Junior Coaster rein. Aber hier sieht auch aus wie so ein Kiddie-Bereich. Hier ist noch so ein Balloon Race. Und das sieht aus wie ein Dark Ride, weil es ein großer Kasten ist. Schauen wir mal. Wir wollten eigentlich gerade nur irgendeinen Express fahren. Die Marienkäfer-Achterbahn hier. Oh, ich wusste es gerade noch, aber wir stehen... Twilight Express. Wir stehen nämlich schon ziemlich lange hier beim Vekoma Junior Coaster mit 2 Zügen. Und hier ist so eine Karen, die rastet die ganze Zeit aus. Das ganze Management-Team ist hier, die schreit nur rum. Inzwischen ist sie im Zug, die schreit immer noch rum. Die hat nicht mehr eine Latten am Zaun. Die lehnt sich an, die ist so aggressiv. Ja, guck doch mal bitte. Also, ich weiß nicht, was das Problem ist, weil hier wurde schon rumgeschrien und palavert, als wir angekommen sind. Und es sind da draußen immer noch Diskussionen. Die diskutiert jetzt im Zug noch und rastet immer mehr aus. Und deswegen fahren wir irgendwie nicht. Das ist super ätzend gerade. Also dieser Park präsentiert sich leider nicht von einer sehr guten Seite. Also, es ist kein Mensch in den Warteschlangen und du kommst nicht voran, du brauchst Ewigkeiten, um mal irgendwas hier zu machen. Unglaublich. Solide Erdbeeren. So Leute, wir sind gefahren. Es gab auch die Ansage gerade, aber nur auf Arabisch, dass menschliche Probleme der Grund sind, warum wir gerade nicht fahren. Hat uns eine sehr nette Dame, die hinter uns stand, erklärt, übersetzt beim Twilight Express. Dieses Horus-Layout von Vekoma, das ist jetzt quasi überall neu. Das hat in Polen Hossoland neu aufgemacht dieses Jahr, hier neu aufgemacht. Es kommen, glaube ich, nochmal 3 Layouts davon. Eins in Mexiko zum Beispiel. Ja, solide, macht Spaß. 2 Züge drauf, auch crazy.
Und der Park ist natürlich super schön illuminiert, ist auch dafür gedacht, dass der Park nachts auf hat. Da hat man das, glaube ich, ganz gut mit eingeplant. Und wenn wir schon bei Vekoma sind, gehen wir wahrscheinlich jetzt zum Tilt Coaster. Und ich glaube sogar, dass der Tilt Coaster größer ist als der in Cedar Point, den wir letztes Jahr gefahren sind. Man muss ja schon letztes Jahr sagen, wir haben ja schon eine Woche lang 2026. Herrschaftszeiten. Den machen wir jetzt auf jeden Fall noch. Das ist ja hier Steamtown. Das ist ja auch dann so ein Bohrer irgendwie, der in den Bodensee bohrt. Mein Gott, ich kann schon nicht mehr reden. Wir haben auch tierisch Hunger. Aber da kümmern wir uns danach drum. Adventure Junction gibt es noch nicht. Das sieht so aus dem Kletterdingen aus, oder? Hier riecht es auch wieder crazy. So. Ich glaube, wir ein bisschen in die Richtung, oder? Das sieht krass aus. Machen wir. Mapping auf dem Berg. Das ist echt. So scary. Das ist krass, das ist schon sehr. Krass. Sehr starke Bahn. Die beiden machen mich fertig da hinten. Lass dich selber aus.
Auch cool mit den Anzeigen, dass die leuchten. Leute, Iron Rattler, habt den Namen, der ist mir gefallen. Das hatte ich jetzt nicht mehr auf dem Schirm, aber das ist der Vekoma Tilt Coaster. Was eine Maschine, richtig cool, sieht richtig geil aus, steht super geil an den Felsen und ja, der Tilt-Effekt ist krass, der ist einfach krass. Hier hat irgendwie auch noch mal mehr Impact auf die Leute, als jetzt bei Siren's Coaster das irgendwie gefühlt der Fall war. Und das Layout ist richtig gut. Du hast einfach diesen Tilt. Das ist krass, dann hast du den Thrill, die Leute rasten aus und dann kommst du hier oben raus und hast diese riesige Inversion und ja, mit Hangtime und es wird auf einmal ganz ruhig und still und dann beschleunigt der Haufen und gibt Vollgas, Double Up da hoch, Inversion rein und dann diese Schraube hoch mit der eigentlich Inline-Twist in der Luft, mit der Schraube wieder runter. Ich weiß nicht, was das für ein Element ist, Alter. Aber wieder, der bohrt sich wirklich, das Konzept des Bohrers ist durchgezogen, der bohrt sich wieder in den Boden. Es gibt eine Rolle, wo wir einfach halb ins Haus reinknallen. Stark, richtig, richtig stark. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und wollten jetzt eine Fahrt noch abwarten und dann wollen wir zum Maura Ride Spike Coaster gehen, wo ich jetzt schon wieder vergessen habe, wie der heißt. Ich kann mir diese ganzen Namen noch nicht merken. Aber Iron Rattler ist der Tilt Coaster. Freunde der Sonne. Fährt das jetzt mal? Da müssen wir noch mal gucken gehen. Also hier gibt es noch was Spannendes zu gucken. Erstmal, wer Ride Review kennt, weiß, dass wir das nicht fahren sehen werden. Oder sind da Gäste? Nee. Das ist schade, das erkläre ich gleich. Doch, das sind Gäste. Oder nicht? Die zögern immer so, die Leute beim Einsteigen. Wir wollten ja eigentlich zum Maura Ride Spinning Coaster, was gelogen ist, weil es davon keinen hier gibt. Ich möchte da trotzdem hin. Spike Coaster. Aber, und dann wollten wir was essen gehen und dann wollten wir den Water Coaster erst fahren, Magrat's Water Coaster. Wir sind aber am Eingang von Sawmill Falls vorbeigekommen und dann sind wir eben reingesteppt. Erinnert sehr stark an Poseidon 2.0 ein bisschen und die erste Sektion fährt sich auch so ein bisschen rumpelig. Also es war wirklich papam-pum, papam-pam. Wir waren auch nur zu zweit im Boot. Was ein Glück. Hat auch wieder gedauert wegen dem On-Ride, mal so, mal so. Also, diskutieren tun sie hier gerne und viel, aber coole Bahn. Dieses ganze Setting im Dunkeln den ganzen Tag, das ist immer noch ein bisschen irritierend und befremdlich für mich. Jetzt sind wir hier vor einem Ride von Zamperla Big Splash und da ist eine Gondel, die ihr seht, für Fahrgäste, Rücken an Rücken. Und das ist wie ein Drop Tower, ein ziemlich breiter. Und das Ding fährt hoch und es droppt ins Wasser rein. Das sieht ziemlich spektakulär aus. Ich weiß nur nicht, ob die jetzt fahren oder ob die gerade inspizieren. Das ist sehr cool. Dann nehmen wir da auf jeden Fall jetzt nochmal einen Shot mit. Dann seht ihr das, was ich meine. Braucht gar nicht viel erklären. Bilder sagen mehr als 1000 Worte. Dann geht's aber zum Maura Coaster. Den sehe ich von hier aus. Und dann müssen wir dringend was essen. Ich habe Hunger.
Seastellation, der Maura Ride Spy Coaster, sollte jetzt gerade gefahren werden. Und in dem Moment, wo wir gesagt gekriegt haben, bitte steigen Sie in dieses Fahrzeug ein, ist die Bahn down gegangen. Wir haben jetzt auch die ganze Zeit gewartet, aber die müssen irgendwie die Leute noch rausholen und hin und her rangieren. Wir haben irgendwie noch gute 10 Minuten gewartet, aber es hat auch nicht sollen sein. Und wahrscheinlich holen wir uns jetzt hier eben was zu essen. Und die Preise sind auf jeden Fall ordentlich, so wie ich das gerade gehört habe. 5 für eine Pommes und ein Getränk extra. Wir haben den Hotdog uns geteilt, viel zu viel Brot, was kalt und ungetoastet war. Aber die Pommes waren ganz nice dabei. Und sind jetzt sogar noch Deep gefahren. Und warum habe ich das eigentlich hier noch so an? Warum habe ich einen Wackelsitz? Prepare your device to free the But beware the Leviathan, who lurks below spreading his dark energy. Even in these great depths. Das ist ein interaktiver, also ein Shooting Dark Ride, wo du so Tryotech-Kniften hast, Unterwasserwelten und ballerst wie doof. Aber cooles Fahrsystem, habe ich so auch noch nicht gesehen, wie es jetzt da ist. Open again? Yeah, nein, locker. Da kannst du doch so in so Kisten. Ich wollte gerade sagen, Seastellation ist immer noch. Seastellation, was ja, egal. Red nur Quatsch heute den ganzen Tag. Ist noch geschlossen und in dem Moment springt das um von geschlossen auf 5. 5 ist offen. Es gibt nicht mehr als 5 hier. Und jetzt rennen wir schnell rein und fahren's. Recording. For boost. Yes. Oh. Entschuldigung, mein Fehler. Wo mache ich den Boost? Hier ist Airtime, oder? Boost! Oh. Shagun, welcome back. Okay, ich drücke jetzt den Boost und los! Drück Boost! Oh. Wow! Wow! Ja, ich fand's cool, Uschi mag's nicht so. Ich finde, der Gashebel ist auch ein bisschen zu schwer und lass die Leute nicht Geschwindigkeit bestimmen. Fahr damit mit dem schönen Flow durch, aber ey, voll die Steigerung zum Skyline Park und zu dem einen Ding, was wir gefahren sind, was auf dem Schiff gekommen ist. Layout ist cool, Fahrt macht Spaß, ist auch lang. Also das muss man auch sagen, eigentlich sind alle Achterbahnen hier wirklich lang. Und jetzt sind wir wieder im zentralen Hub, das ist auch ziemlich cool. So ein Freizeitpark baust du mit so einer Kreuzung in der Mitte, ein Hub. Kennt ihr von Disney. Da ist das Schloss und von da aus geht es dann ab in die einzelnen Themenwelten. Und hier ist es ein großes Zeltdach, das aber auch echt nicht so aussieht. Also ja, es sieht so aus, aber es sieht cool aus. Und wir gehen jetzt nochmal zurück in den Twilight Gardens. Vorbei noch an so einem Zamperla Nebulas, die immer nur toll aussehen und wenig Kapazität haben. Und dann, aber hier kann man es jetzt ganz gut zeigen. Valley of Fortune, Twilight Gardens, Steamtown. Von hier aus geht alles ab. City of Thrills ist der Bereich von Falcon's Flight. Und hier, wo nichts drüber steht, dadurch sind wir eben heute reingekommen. Was übrigens auch cool aussah. Also der ganze Bereich, der Park an sich sieht mega schön aus, hat viele Ecken, wo du denkst, upsi, guck nochmal genau hin. Das Restaurant sieht sehr teuer aus.
ist eingedeckt mit einer aufgestellten Serviette und einem Kerze auf dem Tisch. Weiß ich nicht. Sehe ich mir nicht, aber wir haben jetzt ein bisschen was drin in der Wampe und haben jetzt noch einen Dark Ride theoretisch, einen ETF Trackless Dark Ride, glaube ich, was ich mal irgendwo jetzt vor kurzem noch auf dem Foto gesehen habe. Ach ja, ich höre gerade aus der Regie, Full Count Six Flags Qiddiya City, Yamas, falsches Land. Hier gibt es keinen Alkohol. Ja krass, jetzt gehen wir in irgendeinen Dark Ride. مشيتكم اليوم أنصارنا أكيد إنكم مستغربين وياكم ترى هديتي حساسة مرة ما حبيتيو وبتشوفون عجايب. Oh well, it's just a tiny bee. War nicht vor uns. كانوا يتخبون صح؟ Oh, a few of them are still too shy. المرات الجاية تلقونهم. Hier gibt es diese Plüschtiere. Deswegen filmt mich der Bo. Kann man zumachen. Ja, die kann man zumachen. Ist okay. Ja, also diese Raupe ist schon süß, oder? Guck mal. Guck doch mal. Ja, die gefällt mir gut. Oh, da sind noch mehr. Geil. Hier gibt es sogar von dem Kitty Coaster eins. Wir haben jetzt gerade Enchanted Gardens gemacht. ETF Trackless Dark Ride. Komm, also die ist schon süß. Und das ist irgendwie in so einem Gewächshaus oder so ist man da irgendwie mit Grün und so. Da sind ganz viele verschiedene Wesen, so Fantasiewesen. Und die können noch schöner werden, wenn wir die einsprühen mit so einem Zeugs. Und deswegen haben wir so Sprühflaschenpistolen. Und man sammelt keine Punkte, man macht das einfach nur zum Spaß und damit man danach den Effekt sieht, wie die sich verändern. Und das ist ganz süß. Das hat mir gut gefallen. Ich meine, gut, sinnlos ist es irgendwie, weil du hast jetzt halt diesen Sprüheffekt ohne Sinn irgendwie da drin, weil es halt noch nicht mal Punkte irgendwie sammelst. Aber damit man irgendwie was zu tun hat, finde ich das eigentlich ganz süß, die Alternative. Es gibt ja einen Score. Es gibt einen Score. Es gibt einen Score vom ganzen Magen. Ja, stimmt. Je nachdem, wie viele Tiere man findet, ne? Oder verwandelt. Ja. Das hat mir gut gefallen. Das fand ich schön, super thematisiert, also wirklich stark.
Und ich glaube, das kann man halt auch mehrmals fahren, weil die halt schon versteckt sind, die Tiere oder Wesen. Ja. Und was machen wir jetzt? Dein Favorite Rollercoaster. Mein Favorite Rollercoaster. Falcons Flight. Nee. Achso. Wir machen jetzt meinen Favorite Rollercoaster. Ja. Welcher soll das denn sein? Twilight Express? Achso, Pagode? Ja. Skywatch. Müssen wir dann nicht eigentlich zurück? Achso, wir gehen von da. Ja, das macht mehr Sinn. Komm, wir gehen alle. Okay, dann machen wir jetzt die Pagode. Ich weiß nicht, wie sinnvoll das im Dunkeln ist, das werden wir dann sehen. Also es ist schon ein bisschen bezeichnend, dass es halt in Hongkong quasi die Vorlage gibt für einen ETF Trackless Dark Ride, also Mystic Mover. Ich glaube, das ist der Mystic Mover, oder? Ist das der andere? Ich weiß es nicht. Mit Mystic Manor ist so die Vorlage geschaffen worden. Dann gab es einfach so den Abklatsch mit Symbolika und Efteling. Und jetzt hast du hier nochmal so einen, die vom Stil alle gleich sind. Du bist in so einem riesigen Gewächshaus, was irgendwie ein bisschen verzaubert und mystisch ist. Das finde ich bemerkenswert. Sprühflaschen als Kniften haben wir auch noch nie gehabt. Und ich will nicht interaktiv irgendwas machen müssen bei so einem Dark Ride. Vor allem da gibt es so viel zu gucken. Aber es ist halt da, okay, müssen wir mit klarkommen. Dann finde ich es ganz cool, dass du einfach nur so ein bisschen die rumsprühst und die Dinger verwandelst. Dann sind die auch verwandelt. Und dass alle zusammenspielen, nicht gegeneinander. Das ist dann auch ganz nice. Und wahnsinnige Gestaltung der Q-Line, der Ride ist super gestaltet. Also das ist schon stark. Hat jetzt hier und da ein bisschen geleckt. Und also zum Ende hin die Timings nicht gestimmt. Die Biene, die da kommt und mitfährt, wie geil ist das denn bitte? Erst liebe ich an diesen ETF-Dingern, dass du auf einmal irgendwas hast, was mit dir mitfährt. Auf jeden Fall um Welten besser als der erste Shooter, den wir jetzt gemacht haben, wo auch irgendwann der Rechner nicht mehr klargekommen ist mit dem Bild-Content. Und jetzt machen wir noch etwas von Intermin. Und das haben wir eben schon mal kurz angesteuert. Und wir gehen zur Pagode und gucken uns den Park mal von oben zusammen mit euch an. Das ist hübsch. Remember, we split 80-20. Habibis, now look, don't worry about this team. It's previous employee. لا يدري وش قاعد يسوي. نسيت اقولكم على الاشاعات اللي تقول حمود, eh? Maybe you should pay me more. Nothing too big. I think I'll go back on track. Eventually. إن شاء الله فيها تخافون. That's what I call an adventure. Den Treasure Trail haben wir gerade gemacht, eine Jeepfahrt, die eben noch down war. Wenn hier irgendwas nicht down ist, dann ist es noch nicht da. Hat viel Potenzial, hat viel aber auch nicht funktioniert. Das war ein bisschen schade. Was übrigens cool ist, es gibt sehr viele Toiletten hier in Six Flags Qiddiya City. Und davor gibt es dann immer Wasserspender, an denen ihr trinken könnt und wo ihr sogar eure Trinkflasche auffüllen könnt. Das ist ein sehr guter und wichtiger Service meiner Meinung nach. Straßenreiter vorm Eingang einer Attraktion, immer schlecht. Wir wollten nochmal Falcons Flight in der Front Row fahren. Dreimal dürft ihr raten, welche Attraktion gerade nicht fährt. Oh. Schon wieder down. Also es ist ja nicht so, dass die jetzt viele Züge durchjagen würden. Ne? Die haben eine Doppelladestation, die nicht benutzen. Die Station ist ein Kühlschrank. Aber irgendwie läuft das heute nicht so. Aber ich habe auch gehört, dass es die ganze Zeit nicht so läuft.
Nun ja, dann fangen wir mal an mit einer Videorunde und gegebenenfalls irgendwelchen Rewrites. Was gibt's hier? Die haben ja nicht umsonst das Schild hier, dass es in Technical Rehearsals sind. Und da steht halt auch drauf, Operation Times during the day may vary. Also die sichern sich damit ja schon ab, dass das halt die ganze Zeit immer wieder kaputt ist. So Leute, wir sind rumgelaufen, sind alles mehrfach gefahren, außer Falcons Flight, haben ein paar Aufnahmen gemacht. Ist jetzt, also es sieht alles nachts ziemlich cool aus, aber zum Filmen halt schwierig. Vor allem die Bahnen sind alle irgendwie zugebaut. Also allgemein ist der Park auch ziemlich jetzt verschachtelt ineinander und zugebaut. Also es macht irgendwie, um einen Park zu besuchen, macht das total Sinn. Um den Park zu filmen, ist es eine Katastrophe. Aber hier kommt ab und zu mal so eine Achterbahn vorbeigefahren. Das ist ganz cool. Und ja, wir sitzen vor Falcons Flight. Und da steht Closed. Dann steht da mal 30 Minuten, dann steht da wieder Closed. Aber die Straßenreiter bleiben davor stehen. Die Leute, also hier kommen auch die ganze Zeit noch Leute hin. Nur für diese Bahn kommen Leute in diesem Park scheinbar. Auch schade, weil hier wirklich Weltklasse-Achterbahnen stehen. Mein Vorab-Ranking wäre auf jeden Fall auf Platz Nummer 1, Iron Rattler auf Platz Nummer 2, Spitfire auf Platz Nummer 3, Falcons Flight. Und ja, absolute Rekordbrechachterbahn, wobei übrigens Spitfire die höchste oder der höchste Coaster mit Triple Launch ist. Iron Rattler ist der längste, höchste und weiß ich nicht was, schnellste Tilt-Coaster der Welt. Falcons Flight, der höchste, schnellste und längste Coaster der Welt überhaupt. Nach dem Alpine Coaster in Andorra, bei der Länge. Ja, aber wir wollten unbedingt noch mal fahren und nicht nur einmal. Aber das sieht echt schlecht aus. Der Park hat nur noch eine Stunde auf. Nur noch. Das heißt, wir rennen schon 7 Stunden wie gestört hier rum. Das ist auch so ein Ding. Es ist wirklich die Aufenthalt-Experience ist nicht so geil. Die Leute sind mega nett alle, die hier arbeiten. Die sind super freundlich. Der Park ist gepflegt noch, beziehungsweise ist super. Ich habe Bilder gesehen, bevor die aufgemacht haben. Dass sie das nochmal hingekriegt haben, ist ein Wunder. Stand jetzt, der Park ist auch nur eine Woche alt. Stand jetzt sieht das alles schön, das gepflegt. Es ist noch nicht auseinandergebrochen alles, was relativ neu gebaut wurde. Aber dadurch, dass die Operations so katastrophal sind und nicht eingespielt und die Leute hier, also die Gäste teilweise komisch sind, zieht sich das alles und du kommst nicht voran. Ich weiß nicht, wozu die eine Doppelladestation gebaut haben. Das wird ja... Sorry, where are you guys from? Germany. Germany. Did you like the... Leute, ich habe keinen blassen Schimmer, wo ich jetzt gerade war. Wir wurden unterbrochen von einer Dame hier, die hier wohnt.
und irgendwie ein Laberflash hatte und einen erzählt. Aber die waren super nett, aber trotzdem weiß ich jetzt nicht mehr, wo ich war. Das ist doof. Ich glaube, irgendwas mit der Aufenthalt, genau, nee, dass hier so viele Weltklasse-Bahnen sind und ja, wir müssen, glaube ich, über alle Attraktionen und Bahnen auch nochmal in Ruhe sprechen. Machen wir auf jeden Fall die großen Bahnen in Einzelreviews, alle Achterbahnen reden wir auch nochmal drüber. Und wie ihr merkt, Falcons Flight hat gerade wieder aufgemacht und wir rennen gerade wie gestört hier rein, weil wir wollen das nochmal fahren in der Front Row. Hilfe! 9! Wir haben Rollback! Wir haben Rollback! Ja! Was ist das denn? Ich weiß nicht, ob man mich sieht, aber wir hatten einfach gerade ein Rollback auf Falcons Flight. Das war unser very first Rollback ever. Und jetzt stehen wir hier am Launch. Moment. Das ist geil. What's up? Wir sind jetzt doch noch Falcons Flight in der Front Row gefahren. Wir haben 11:45 jetzt, wo wir rauskommen. Ich habe aber noch ein bisschen gejobbt. Ein bisschen shoppen. Gehört zu Falcons Flight auf jeden Fall auch dazu. Wisst ihr Bescheid? Der ist so deep, den versteht keiner. Hassen hatte. Ja, wir hatten 2 Rollbacks auf Falcons Flight. Wir hatten noch nie bei einem Launch Coaster einen Rollback, vor allem keinen ungeplanten. Und 2 hintereinander, das ist auf jeden Fall crazy. Das wird, glaube ich, auch das Problem gewesen sein, was sie die ganze Zeit hatten. Du sitzt, ich weiß nicht, ob die zu wenig Gas geben, ob die das Ding zu sehr runterkühlen, weil es ist echt kalt jetzt. Und die Bahn wird runtergekühlt. Irgendwann ist es auch kalt genug. Also nur weil wir in der Wüste sind. Also es ist echt krass kalt jetzt irgendwie. Ne? Es war auch jetzt nicht groß warm. Wir haben auch Winter, bla bla bla, alles gut. Also es ist super angenehm jetzt im Januar hier in Saudi-Arabien. Die Dame, mit der wir eben gesprochen haben, die hat sich ja beschwert, wie es warm es in der Türkei war, dass sie wieder nach Hause wollte. Ja, krasse Bahn, unfassbar Kräfte, absolute Rekorde und ja, es sind 2 Artikel von dieser Bahn in dieser Tüte gelandet. Zeigen wir am besten gleich noch. Ich weiß noch nicht wo. Ganz kurz Grüße aus dem Schnitt und einige Sachen, die wir überhaupt nicht erwähnt haben im Video. Also auf jeden Fall das nochmal unterstreichen. Es wird zu allen Achterbahnen Einzelreviews geben, wo wir wirklich im Detail drauf eingehen. Wie ist unsere Meinung dazu? Wie war die Fahrt? Was sind die Daten und Fakten? Was ist so besonders daran? Das wird alles im Detail auf jeden Fall
nochmal in Einzelreviews in den nächsten Tagen und Wochen hier auf dem Kanal stattfinden. Da war einfach zu viel, um das jetzt im Detail im Park vor Ort zu erzählen. Und man muss, glaube ich, auch mal erwähnen, weil das super krass ist und ich das gar nicht im Vlog gesagt habe, wir hatten den allerersten Zug Falcons Flight des Tages und saßen in der letzten Reihe und saßen im allerletzten Zug des Tages in der ersten Reihe. Das ist auch ziemlich kurios, würde ich mal sagen. Wir hatten ja die Schreihälse hinter uns bei der Fahrt, wo wir die Rollbacks hatten. Ich habe darum gebeten, kurz ruhig zu sein. Da wurde ja in den Kommentaren bei den On-Rides schon geschrieben, was für ein böser, widerlicher Mensch ich doch wäre, weil ich es ja einfach cool gefunden hätte, dass wenn wir oben auf so einer Klippe in der Höhe kurz bei dieser Break stehen bleiben und über diese Klippe und über diesen Park gucken, dass diese krasse Ruhe man einfach mal kurz genießen kann. Es geht nicht um irgendwelche Videos. Mir ist das Palavern in den Videos doch egal. Das ist am Ende nicht mein Problem, sondern einfach nur die Experience gerade da oben. Aber andersrum, wo ich nichts gesagt habe, beim Tilt Coaster, beim On-Ride, wo ganz viele Kommentare waren, wie bescheuert die doch alle rumschreien, das ist dann wieder in Ordnung. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Auf jeden Fall, die Typen jetzt bei Falcons Flight haben in der Station rumpalavert, haben da richtig Stress gemacht, haben dann da auf diesem Berg rumpalavert und haben dann immer, also wirklich, das waren ganz unangenehme Menschen. Und dann dieses Schauspielern nach der Fahrt von den Rollback, wo nämlich ganz viele Mitarbeiter gekommen sind und alle sehr besorgt waren und gefragt haben, ob bei allen alles okay ist, weil das ja ein nicht normaler Case ist, dass man 2 Rollbacks hat, oder auch ein Rollback ist auch kein normaler Case. Also es sind nicht alles Achterbahn-Enthusiasten, die in diesen Zügen sitzen. Und dann wurden alle Leute gefragt, ob alles okay ist, ob die Hilfe brauchen. Es wurde sich mehrfach entschuldigt. Das war crazy. Und wenn man dann so tut, als ob man jetzt doch nicht mehr kann, wo man gerade noch lachend in der Schlussbremse 3 Stunden gesessen hat und rumpalavert hat wieder und mit seinen Jungs Spaß gemacht hat, das finde ich geht gar nicht. Also so Leute waren das. Aber das hat ja so weit getrieben, dass die echt die Sunnies gerufen haben. Die kamen dann sogar noch mit dem Rollstuhl in die Station gefahren. Und die Bahn war danach natürlich auch wieder geschlossen, weil wir eine Viertelstunde vor Parkstoß waren und die Bahn schon wieder down gegangen ist. Das einmal dazu hier schnell eingeworfen. Auch wieder ein viel zu langer Monolog für zwischendurch im Vlog, aber das war mir wichtig, das jetzt nochmal erwähnt zu haben. Und jetzt geht's weiter mit dem Video. Ansonsten, ja, 11:45 heißt, der Park macht jetzt zu. Wir gehen Richtung Ausgang und dann müssen wir wieder den Shuttlebus nehmen. In den Kommentaren, also wenn ihr schon mal hier wart, auch in die Kommentare gerne das nochmal schreiben für Leute, die sich interessieren, wie man hier hinkommt. Hat nämlich einer geschrieben, welche Busse und Shuttles es gibt, die man hier hinnehmen kann, wenn man nicht mit dem Auto unterwegs ist. Weil wir sind ja jetzt eigenständig mit dem Auto hier, individualverkehrmäßig mit dem Auto hier hingefahren. Und ansonsten, überall muss man locker nehmen, aber die sind alle for free noch aktuell. Und so ein kleines Täschchen, je nachdem, bei manchen Attraktionen kann das auch einfach so in der Station abgelegt werden. Bei Falcons Flight kann man das kleine Täschchen einfach so abgeben. Die größeren Sachen muss man da vorher einen großen Locker sich nehmen. Dass ihr das auch schon mal wisst, zeigen wir euch die Sachen jetzt hier, dann packen wir es nicht groß aus. Also einmal, da haben wir jetzt hin und her diskutiert, aber wir brauchen irgendwie noch eine coole Deko auf dem Kamin. Und dann ist es das hier geworden. Das ist auch ordentlich schwer, das ist ziemlich cool. Und da habe ich mich jetzt entscheiden müssen, weil ich nicht so viel Geld ausgeben kann und will. Und weil der eine unglaublich cool ist und der andere nicht so. Ist es hier der kleine Saudi-Wackelkopf geworden. Leute, der sitzt in Falcons Flight. Wie geil ist das denn bitte? Das ist unendlich cool. Es gibt halt noch Spitfire. Finde ich auch ganz cool, aber es ist halt zu viel Flugzeug, zu wenig Achterbahn, zu wenig Gag. Weil der Saudi da drauf, das ist schon cool. So, und dann würde ich sagen, gucken wir, dass wir euch noch ein paar Impressionen vom Eingang zeigen und von dem Weg dahin, oder? Da ich jetzt in meinem Monolog eben unterbrochen wurde, weiß nicht, wo wir stehen geblieben sind. Ich kann es vielleicht noch versuchen, ein bisschen zu recappen. Wahnsinnig beeindruckender Park, der so aus dem Boden gestampft wurde. Das ist jetzt auch kurz nacheinander, dass wir einfach gerade komplett neu eröffnete Parks der absoluten Überkrassheit besuchen. Und wahnsinniges Achterbahnportfolio, richtig coole Sachen. 2 Dark Rides dabei, der eine sogar richtig cool. Die Gestaltung ist wirklich richtig cool, sieht alles schön aus. Der Park ist eine Woche alt. Gestern war wohl auch echt voll hier, habe ich gehört. Also relativ voll. Lange Wartezeiten. Bei den Operations sind auch 3 Leute schon viel. Heute sollte eigentlich auch ein voller Tag sein. Der war auch teurer und rot oder orange und man konnte keine Fastpass mehr kaufen und es ist kein Mensch da.
Deutsche hier getroffen, Deutsche schon im Flug getroffen. Liebe Grüße auch in die Richtung. Die waren alle vorher in Katar. Das haben wir nicht mitgenommen. Aber es war auch ein Schnellschuss bei uns. Und letzte Woche war noch nicht klar, dass wir überhaupt hier hinkommen. Sagt Joshi gerade, der Mond ist krass, ja. Der Halbmond ist falsch rum. Also er ist oben abgeschnitten. Also nicht wie bei uns halt. Das ist ja auch logisch. Ja, wir sind halt... Ja, aber ich verstehe es halt nicht. Das ist halt irgendwie weiter unten. Das ist ja, bereise mal die Welt und lerne irgendwas. Lernt einfach irgendwas. Nicht Buchbinder. Das endet dann so wie bei mir. Also wirklich unglaublich krass, was hier noch passiert ist. Ja, ich habe selten so viele Baukräne auf einmal, ich habe noch nie so viele Baukräne auf einmal gesehen. Guck mal, das werden ja alles Hotels. Also hier gibt es ja nicht einen einzigen. Guck mal, wie viel das sind, oder weiß ich nicht, was das alles wird. Und eigentlich da, wo wir jetzt gerade langlaufen, das ist ein bisschen weiter oben, wo auch die Achterbahn, die große lang fährt, da kommt, glaube ich, auch noch eine Formel-1-Rennstrecke hin. Ich bin halt echt nicht so im Thema, aber das ist schon verrückt. Treppen blinken ja auch, alles blinkt bunt. Also Hauptsache blinkt und bunt. Hat schon mal angefangen auszupacken. Ja, wir gehen zum Shuttlebus. Grün C3 ist unserer. Kriegst du sogar, wenn du da weggehst, nochmal gesagt, falls du nicht lesen kannst. Das kann ja sein. Das möchte ja keinen hier irgendwie verurteilen. Und der Bus hat in den Kopfstützen das Qiddiya City Logo eingestickt. Auch super cool. Aber ansonsten natürlich irgendwie... Ich kann euch nicht sagen, wie sowas sich irgendwie finanzieren soll, wie das funktionieren soll, aber wenn es wohl Tage gibt, wo es auch voll ist, vielleicht haben wir heute Glück gehabt. Aber auf Dauer, ich weiß es nicht. Kann auch sein, dass irgendjemand schlau ist und das hier gebaut hat und das funktioniert. Wenn hier auch noch Formel 1 und alles hinkommt. Oder es ist einfach nur Prestige und wir haben die Kohle und wir können es machen. Ich weiß es nicht. Ich bin auf jeden Fall jetzt die längste, höchste und schnellste Achterbahn der Welt gefahren. Wir. Mit zweimal rückwärts. Das fährt nicht jeder so. Mit 5-fach-Lounge. Ja. Kurz runtergefahren, was schnell zu trinken holen und irgendwie so, stellt sich jetzt echt hinter den. Dann sage ich, mal, ich glaube, der fährt heute nicht mehr weg. Das könnt ihr jetzt mal abstimmen, ob der heute noch fährt. Das ist tief. Also bevor das noch fährt, ist der Stuhl neu zu verkaufen, glaube ich. Ja, komm. Da habe ich extra nicht gestanden, aber hier ist wenigstens eine Rampe, also vor der Stufe, ist barrierefrei. Das ist auch der Rollstuhlparkplatz, aber naja, good luck. Wie du auch aussiehst. Ne? So, passend zum Tag habe ich eine Dose mit dem Falken drauf genommen. Code Red. Ganz kurz noch. Wir machen ja in so Tour-Vlogs immer alles, was davor und danach passiert. Jetzt seht ihr nur, was danach passiert von dem Tag. Den Rest habt ihr im Anreisevlog gesehen. Das haben wir diesmal ein bisschen getrennt gehalten. Entschuldigung. Ja, aber jetzt seht ihr das, was noch im Nachgang ist. In eine Tankstelle rangefahren. Ja, ganz spannend bei der Buschi. Mobb ich nicht. Schmeckt aber. Ja? Aber riech mal. Boah, Käsefuß. Dieser Brause, schmeckt wie Energy, oder? Ja, aber normaler brausig, Energy, oder? Brausig.
Geil. Oh, boah. Geil gepackt, Bruder. So Leute, wir waren jetzt gerade noch bei Kudu, haben da noch was zu essen geholt. Ich hatte so ein Philly Cheesesteak Sandwich, Dingens, Kirschen und einen Chicken Burger. Und damit fallen wir jetzt tot ins Bett. Wir sind auf jeden Fall platt nach dem ganzen Action Jackson, was alles vorher war und jetzt war. Und es war auch ein wilder Tag, wild. Müssen wir auf jeden Fall noch mal, glaube ich, in Ruhe aufarbeiten, was wir da gesehen haben, gefahren sind. War jetzt halt eine super viel Input, glaube ich. Ich habe es noch nicht geschnitten, ich weiß nicht, aber das ist so mein Eindruck jetzt so im Nachgang ein bisschen. Sind auch fast eine Dreiviertelstunde schneller wieder zurück gewesen, als wir heute Mittag hingebraucht haben. Fahren ist auf jeden Fall eine Challenge. Reden wir auch noch ein paar Mal drüber. Zeigen wir noch ein bisschen in den folgenden Videos. Wir sind noch ein paar Tage hier in Saudi-Arabien, nehmen euch noch mit und fahren noch ein paar mehr Achterbahnen. Und das seht ihr in den nächsten Videos. Das war's jetzt erstmal für diesen kleinen Vlog aus Six Flags Qiddiya City in Saudi-Arabien.